Hallo und herzlich willkommen in den Bayerischen Voralpen auf dem Weg zum Schönberg. Und damit auch herzlich willkommen bei Mount Tour Guide. Kurz und knapp vorab, ihr findet den Link zum Download der gesamten Tourenbeschreibung jetzt oben im Info-Button oder unten in der Videobeschreibung. Außerdem, sofern euch das Video gefallen hat oder sogar hilfreich war, dann lasst doch gerne einen Like da. Auch interessieren mich eure Erfahrungen zur Tour oder habt ihr noch weitere Tipps und Hinweise, dann schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich da sehr drüber und es unterstützt den Kanal einfach ungemein. Interessanterweise ist der Schönberg, obwohl er wirklich ein Gipfelpanorama seinesgleichen ist, relativ unbekannt und teilweise auch gar nicht hoch frequentiert, wenn man die Nachbarn dazu vergleicht. Beispielsweise Ross und Buchstein, Seekarspitze, Grasleitenkopf, alles rund um die Lengrieser Hütte. Da ist immer viel los und obwohl wir gar nicht so weit weg sind davon, haben wir die meiste Zeit unsere völlige Ruhe. Die Tour selbst ist insgesamt als mittel bewertet. Das ist einfach die Kombination aus der Strecke, den Höhenmetern und ganz am Ende wird es ein bisschen, naja, etwas steiniger, aber es wird nie wirklich schwierig. Manchmal braucht es auch, das kommt auch noch dazu, etwas Orientierungssinn. Es gibt ein paar Stellen, da kann man sich vielleicht mal verlaufen, wenn man nicht ganz bei der Sache ist. Ist mir zum Beispiel passiert, ich bin in diesem Anfangswald. Anstatt einer Markierung zu folgen, die ich wohl übersehen habe, bin ich geradeaus weitergelaufen, habe einen Bach überquert und stand dann in der Sackgasse mitten im Wald. Auch nach dem Mariaeck gibt es eine Stelle, die ist etwas unübersichtlich. Man denkt, man muss durch den Wald durch, eigentlich steigt man aber im Wald auf. Man sieht es gleich im Video, wenn dann die Markierung an dem Baum zu sehen ist. Da geht es einfach hoch. Das ist die einfachste Variante. Wie schon angesprochen, auch wenn das Gipfelplateau riesig ist und die Aussicht 360-Grad-Panorama verspricht, ist man da oben relativ häufig alleine. Ich habe da oben auf jeden Fall sehr nette Leute kennengelernt. Einer von denen hat sogar sein selbst gebautes Segelflugzeug da oben zusammengebaut und fliegen lassen. War unfassbar faszinierend. Der Abstieg im Normalfall der gleiche wie der Aufstieg. Es gibt die Variante, dass man eine Art Mini-Rundweg geht, wenn man zum Gipfelkreuz absteigt. Das sollte ich vielleicht erwähnen, das Gipfelkreuz ist nicht am höchsten Punkt, sondern man muss ein kleines Stück absteigen. Ich glaube, es liegt einfach daran, damit man es vom Tal aus besser sehen kann. Wer abgestiegen ist und von unten hochschaut, wird wissen, was ich meine. An diesem Kreuz kann man jetzt einen Pfad lang gehen, der dann Richtung Ross und Buchstein führt und von da aus dann an den Almen zurück zum Mariaeck. Oder aber, so wie es ich gemacht habe, direkt beim Gipfelkreuz führt ein Steig den Hang entlang und dann sehr steil bergab. Man verliert da an die 400-500 Höhenmeter innerhalb kürzester Zeit, also es ist wirklich steil. Dafür aber auch eine direkte und schnelle Variante. Nicht angeschrieben, aber immer gut sichtbar. Und unten an der Forststraße einmal rechts abgebogen und innerhalb von 5 Minuten bis 10 Minuten ist man dann wieder an seinem Aufstiegsweg. Also eigentlich eine sehr coole Variante, kann ich nur empfehlen. Wer völlig drüber ist, der kann das auch als Aufstieg nehmen, ist einfach nur steil. Viel Spaß dabei. Das führt mich auch dazu, geht sie, macht sie diese Tour. Ich wünsche euch viel Spaß und nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreicht ihr den Gipfel gescheit.